Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich aus dem Raum Z28 im Gebäude Claudiusstraße 1 am Campus Südstadt der TH Köln. Mein Name ist Sibylle Fuhrmann, ich leite das Referat Kommunikation und Marketing und bin die Pressesprecherin der Hochschule. Das nachfolgende Programm haben wir vorab aufgezeichnet, um Ihnen allen eine sehr gute Teilhabe zu ermöglichen. Wir haben das Video deshalb vorab auf Deutsch und Englisch untertiteln können, sodass Sie also auch hin und her schalten können. Vielleicht haben Sie beim Scrollen auf die Website ja auch schon die digitale Infobörse entdeckt. Wir haben aus allen Services der Hochschule Erklärfilme für Sie zusammengestellt auf dieser Seite. Zusätzlich können Sie die Mitarbeitenden in diesen Services am heutigen 4. Oktober bis 17 Uhr auch über Zoom erreichen und direkt Ihre Fragen loswerden. Bevor nun die Vizepräsidentin für Lehre und Studium, Prof. Dr. Silvia Heuchemer, zu Ihnen sprechen wird, wollen wir Sie einstimmen auf Ihr Studium an der TH Köln mit etwas ganz Besonderem, worüber ich mich sehr freue. Wir haben in diesem Jahr, im Jubiläumsjahr der Hochschule, nämlich ein eigenes Musikvideo produzieren können. Doch nebenher, da geht noch mehr. Freunde feiern, Flirts und Flair. Im Park und auf dem Campus. Bei Kaffee, Kölsch und Shampoos. Wer weiß, warum die Welt sich dreht. Wer weiß, wie's morgen weitergeht. Gut zu wissen, was passiert. Wie das Leben funktioniert. Wer weiß, was ist heute und was geschah? Wer weiß, was ist falsch und was ist wahr? THK Cologne, Colonia. Viva, viva, viva TH. TH Köln Studium mit Herz und Verstand, auch in Leverkusen und im Bergischen Land. Lehre für Level, praktisch und konkret. Woher was kürzt und wie es funktioniert. Das alles fing schon 1971 an. Das Jahr um die Welt her studieren kann. Im selben Jahr und das ist nicht gelaufen, wurde in Köln die Sendung mit der Maus geboren. Wer weiß, warum die Welt sich dreht. Wer weiß, wie's morgen weitergeht. Gut zu wissen, was passiert. Wie das Leben funktioniert. Wer weiß, was ist heute und was geschah. Wer weiß, was ist falsch und was ist wahr. THK Cologne, Colonia. Viva, viva, viva TH. Die Zeit verfliegt und geht schnell rum. Du weißt jetzt, so geht Studium. Kommt nach dem Bachelor der Job. Kannst du auch Master, na und ob. Findest du Forschung richtig gut, dann bleib doch bis zum Dr. Hut. Du wählst den Weg, der dir gefällt und bringst das Wissen in die Welt. falsch und was ist wahr? THK
Bologna, Colonia. Viva, viva, viva TH! Liebe Erstsemesterstudierende, herzlich willkommen an der TH Köln. Ich hoffe, wir haben Sie mit diesem Film neugierig machen können auf unsere Hochschule und auf Köln. Das Video ist in diesem Sommer im Rahmen unseres 50-jährigen Jubiläums entstanden und ohne Studierende als Komparsen und in den Hauptrollen wäre dieser Film nicht so vielfältig, ja einfach nicht so gut geworden. Und ich bin sicher, dass die eine oder der andere aus dem ad hoc gebildeten Ensemble, das überhaupt keine Zeit zum Proben hatte, diese Erfahrung für sich auch als persönlichen Gewinn verbuchen konnte. Denn darum geht es ja in einem Studium, auf eine Entdeckungsreise zu gehen und sich persönlich weiterzuentwickeln, in Berührung zu kommen mit neuen Themen, Menschen, Fragestellungen. An der Hochschule haben Sie viele Gelegenheiten, andere Kulturen kennenzulernen oder sich über Ihr Studienfach hinaus mit anderen auszutauschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diese Chancen nutzen und sich einbringen in den Diskurs, die kritische, mit den Werkzeugen und Methoden der Wissenschaft geführte Auseinandersetzung mit Erkenntnissen und Ergebnissen, sei es in Ihrem Studienfach, sei es in einem Tutorium oder in der Mensa. Wie soll das gehen, werden Sie sich nun vielleicht fragen. Wird es überhaupt Möglichkeiten geben, Kommilitoninnen und Kommilitonen zu begegnen? Zwar begrüße auch ich Sie heute per Video und nicht persönlich in einem Hörsaal, dennoch bin ich sehr zuversichtlich, dass Sie die TH Köln und das Studium vor Ort in der Kölner Südstadt, in Deutz, in Mülheim, Leverkusen oder Gummersbach erleben werden. Wir haben intensiv daran gearbeitet, eine relevante Anzahl an Lehrveranstaltungen in Präsenz zu ermöglichen, soweit dies unter Beachtung der Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie möglich ist. Denn Diskurs, Kleingruppenarbeit und Projektarbeit sollen als wichtiger Teil des Lernprozesses nicht zu kurz kommen. Wir haben als Hochschule im zurückliegenden Jahr aber auch einen Digitalisierungsschub erlebt und gelernt, welche Chancen und Potenziale der virtuelle Raum für das Lehren und Lernen bietet. Dazu zählen neue Herangehensweisen in der Wissensvermittlung durch die Lehrenden ebenso wie im Wissens- und Kompetenzerwerb durch die Studierenden. Sie können zeit- und ortsunabhängig in ihrem eigenen Tempo, aber durchaus eingebettet in begleitende Strukturen ihr Studium gestalten. Sie werden feststellen, dass es auch alleine oder in einer Gruppe im virtuellen Raum einfach Spaß machen kann, Neues auszuprobieren. Diese Impulse wollen wir auch für die Zukunft nutzen und die Vorteile beider Welten ausschöpfen bzw. bestmöglich miteinander verknüpfen. Unsere Hochschule versteht sich als lernende Organisation, die von der Vielfalt ihrer Mitglieder profitiert. Mit ihren Ideen, ihren Wünschen und ihrer Persönlichkeit können Sie sich einbringen und so unsere Hochschulgemeinschaft mitformen und verändern. In den Fachschaften, im AStA, im Studierendenparlament, als Tutorin oder als Mentor in Projekten oder in Initiativen. Bereichern Sie unsere Hochschule mit Ihren Erfahrungen, Ihrem Wissen, Ihren Talenten. Und vor allem bleiben Sie neugierig, denn auch in Neugier spiegelt sich eine offene Geisteshaltung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute für Ihr Studium und vor allem einen glücklichen und erfolgreichen Start in Ihren neuen Lebensabschnitt an unserer Hochschule. Die Vertretung von Studierenden in unterschiedlichen Gremien spielt an der TH Köln eine sehr große Rolle. Ich habe extra nochmal ins Hochschulgesetz NRW geschaut und dort heißt es, und jetzt darf ich mal auf meinen Zettel gucken, die Studierendenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten selbst und als Gremien im Gesetz genannt sind explizit auch Studierendenparlament, AStA und Fachschaften.
Ich freue mich, jetzt hier sprechen zu können mit Vanessa Hauke und Ann-Kathrin Focke. Die beiden kommen nämlich von solchen Gremien. Frau Hauke, mit Ihnen würde ich anfangen. Wir stehen, wie Sie sehen, mit großem Abstand zueinander. Es geht hier also auch alles ganz Corona-konform zu. Frau Hauke, Sie sind schon seit einigen Jahren jetzt auch an der TH Köln, fast am Ende Ihres Studiums angekommen und inzwischen seit diesem Sommer auch Vorsitzende des Studierendenparlaments. Erinnern Sie sich, wie Sie und wann Sie zum ersten Mal mit diesem Gremium Studierendenparlament in Berührung gekommen sind? Ja, das war bevor das neue Hochschulgesetz verabschiedet werden sollte in NRW und sich einige damals hochschulpolitisch aktive Studierende engagiert haben, Mitverfechter zu finden zur Festsetzung der Zivilklausel in der Grundordnung. So habe ich damals die ersten Stupa-Sitzungen miterlebt und hätte mir damals noch nicht vorstellen können, Stupa-Präsidentin zu sein. Aber ja, da bin ich jetzt angekommen und das ist doch eine schöne Aufgabe. Die TH Köln hat ja annähernd 26.000, 27.000 Studierende, ist somit wirklich die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Wie groß ist denn das Studierendenparlament? Wir haben insgesamt 36 Sitze im Studierendenparlament, von denen derzeit leider nur 30 besetzt sind. Das ist sicherlich auch der pandemischen Lage zu schulden und der Schwierigkeiten, wie die Wahlen überhaupt vonstatten gehen in dieser besonderen Situation. Sie haben gerade schon das Stichwort Wahlen genannt. Wann werden denn die nächsten Wahlen stattfinden und wie wird denn gewählt? Also eine Legislaturperiode dauert 2 Semester lang. Das ist nicht so lang wie die Legislaturperioden der Hochschule, also der Hochschulverwaltung. Das liegt einfach daran, dass die Studierenden dass sie nicht so lange verpflichtet und eng gebunden sein sollen, dass man sich mal ausprobieren kann in der Hochschulpolitik und dann aber auch, wenn man merkt nach einer Zeit, oh, das ist vielleicht doch nichts für mich oder so, es einfacher hat, wieder auch rauszukommen. Die nächsten Wahlen sind noch nicht festgeschrieben. Sie werden im folgenden Semester, jetzt im Wintersemester, bekannt gegeben und der Wahlausschuss, den wir dann einberufen werden als Studierendenparlament, der wird dann sich dafür engagieren, dass wirklich alle das mitkriegen. Es werden voraussichtlich Briefwahlen stattfinden, Online-Wahlen vielleicht und nach wie vor auch die Möglichkeit, seine Stimme in Präsenzurnen sozusagen abzugeben. Und ich fordere hiermit nochmal alle auf. Es ist wirklich super wichtig, dass ihr euch alle an den Wahlen beteiligt und dass ihr uns dabei unterstützt, euch und eure Belange in der Hochschule zu vertreten. Vielen Dank, Frau Hauke. Ich würde jetzt Frau Focke begrüßen. Hallo, Frau Focke. Sie sind Vorsitzende des AStA, also auch seit diesem Juni, seit diesem Sommer. Was macht denn der AStA im Vergleich zum Studierendenparlament? Genau, wie Sie schon sagten, ich bin im Vorstand des Allgemeinen Studierendenausschusses der TH Köln. Der AStA setzt sich hauptsächlich für die Belange der Studierendenschaft ein und vertritt die Interessen gegenüber der Hochschule. Und ja, wir haben ein ganz vielfältiges Angebot. Beratungsangebote, eine psychologische Beratung, Beratung zum Thema Mietrecht oder allgemein Prüfungsfragen zum Prüfungsrecht. Genau, das macht der AStA. Wie haben sich denn die Aufgaben im AStA, aber auch im Studierendenparlament jetzt in den letzten Jahren, wo wir ja mehr Hybridsemester hatten oder teilweise ganz im Lockdown waren, wo viele Studierende ja auch teilweise wieder zu Hause ins Kinderzimmer einziehen mussten, ja, oder ins Jugendzimmer. Wie haben sich die Aufgaben denn verändert? Ja, für uns war das erstmal eine große Herausforderung, bei den Studierenden präsent zu bleiben, mit den Studierenden in Kontakt zu treten. Das war wirklich die größte Herausforderung, den Erstsemestern zum Beispiel überhaupt zu zeigen, dass es uns gibt. Dadurch, dass viele ja gar nicht mehr die Hochschule von innen gesehen haben, sprich auch nicht unser Büro besuchen konnten. Und wir mussten eben unser ganzes Angebot, was vorher wirklich ausschließlich in Präsenz war, eben ins Digitale bringen. Und das war eben unsere Hauptaufgabe sozusagen.
In diesem Wintersemester ist das AStA-Büro wieder offen. Ja, momentan sind wir noch für den Publikumsverkehr geschlossen. Wir warten immer ab und wir verfolgen das Ganze hoffentlich bald wieder, denn wir haben eigentlich immer auch Präsenzberatungsstunden gehabt. Ja, momentan sind wir leider noch digital unterwegs hauptsächlich, wobei es mittlerweile auch zum Beispiel Spieleabende schon in Präsenz gibt. Die AStA-Sitzungen finden jetzt tatsächlich auch ab nächster Woche wieder komplett in Präsenz statt. Genau, Schritt für Schritt. Frau Hauke, beim Studierendenparlament kann ich zuhören, kann ich mal reinschnuppern in die Arbeit des Studierendenparlaments, wenn ich denke, naja, jetzt hat sie mich doch neugierig gemacht, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das auch mit meinem Semesterplan, mit meinen Modulen, mit den Aufgaben, die ich sonst hinkriege oder über einen Hut kriegen kann. Ja, das kann ich auch durchaus nachvollziehen, dieses Argument. Ich würde trotzdem jedem mal dazu einladen, vorbeizuschauen. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, die AStA-Sitzungen sind ja auch öffentlich, hochschulöffentlich. Da kann man auch jederzeit reinschnuppern und auch die Stupa-Sitzungen sind hochschulöffentlich. Ich würde tatsächlich einem Anfänger oder einem Neuling empfehlen, vielleicht erstmal bei einer AStA-Sitzung reinzuschnuppern. Die sind so ein bisschen informeller und so ein bisschen auch legerer gehalten. Bei uns, bei den Stupa-Sitzungen, ist es tatsächlich nochmal ein bisschen mehr formaler Natur. Das kann man mit der Zeit auch, also es kann auch sehr viel Spaß machen und man kann sich eben politisch einbringen. Aber wenn man eben noch nicht so ganz genau weiß, in welche Richtung man geht, würde ich mir erstmal Inspiration im AStA holen, wo ja auch ein Politikreferat ist, wo es ein Referat für Nachhaltigkeit gibt, ein LGBT-Referat und generell, so man sich so eine Orientierung erstmal verschaffen kann. Wir tagen einmal im Monat im Stupa, abends um 17.30 Uhr fangen wir an. Stupa-Mitglieder, die berufstechnisch verhindert sind, können auch immer nachkommen. Und die Sitzungen dauern auch immer dann ein paar Stündchen, also das geht dann bis in den Abend hinein. Und die Termine werden auf Ilias bekannt gegeben. Ilias ist die Plattform, die wir bald alle benutzen werden. Gewöhnt euch schon mal dran. Und ihr tagt ja dann auch öfter, ne? Alle 2 Wochen? Mittlerweile wieder einmal wöchentlich. Einmal wöchentlich sogar, also ja. sobald die Vorlesungszeit ist. Mhm. So, Frau Hauke hat schon das Stichwort Ilias gegeben, deshalb halte ich hier unseren kleinen kompakten Führer nochmal in die Kamera, das startklar. Ich hoffe, Sie haben das alle in Ihrem Briefkasten gehabt. Mit dem Erstsemester-Begrüßungspaket sollten Sie das bekommen haben. Dort gibt es nicht nur Informationen zu Ilias, sondern natürlich auch zu den Gremien, zum AStA, zum Stupa und zu den Fachschaften. Das wäre meine letzte Frage an Sie, weil Frau Focke ist sozusagen in Doppelfunktion hier, genauso wie Frau Hauke, die auch lange Zeit auch in einem Fachschaftsrat in ihrem Institut vertreten war. Was macht denn jetzt eigentlich die Fachschaft im Vergleich zum AStA und zum Stupa? Der AStA und der Stupa organisieren sich auf zentraler Ebene. Das heißt, wir binden alle Studierenden mit ein, aller Fakultäten. Die Fachschaftsräte sind eben fakultätsgebunden und teilweise auch studiengangsgebunden. Also es passiert einfach Organisation auf einer kleineren Dimension und näher an der eigenen Fachrichtung dran. Also da würde ich euch auch nochmal zu ermutigen, informiert euch bei euren Fachschaftsräten, schaut, dass die Fachschaftsratsvertreter, die dann vor Ort sind und auch eventuell sich bei euch vorstellen, dass ihr da dass ihr da anknüpft und ja, das ist, glaube ich, sehr vielversprechend, wenn ihr euch mit denen auf die richtige Seite stellt. Können Sie es noch mal ein bisschen konkretisieren, was so eine Fachschaft eigentlich macht dann innerhalb einer Fakultät? Genau, das ist quasi das Gleiche, was der AStA macht, nur eben auf einer kleineren Ebene. Wir vertreten eben die Interessen der Studierenden von unserer Fakultät oder eben von entsprechenden Studiengängen. Wir kümmern uns auch um Sachen wie Prüfungsrecht zum Beispiel. Wir haben studentische Vertreter im Prüfungsausschuss. Wir organisieren natürlich auch Veranstaltungen und haben auch Beratungszeiten, Sprechstundenzeiten. Jetzt haben wir viel über organisatorische Dinge geredet und auch Zeit, die man investieren muss. Aber ganz kurze letzte Frage, wo und was ist der Spaßfaktor bei dieser Arbeit? Also ich habe erstmal unheimlich viel gelernt bei der ganzen Sache. Ich glaube, ich habe
in der Hochschulpolitik fast genauso viel gelernt wie in 8 Semestern Studium. Und ich habe super interessante Menschen kennengelernt und wir sind auch, wir sind auch super offen und warmherzig gegenüber Neulingen und freuen uns immer, wenn neue Leute dazukommen. Im AStA ist es, glaube ich, ganz genauso oder sogar noch viel mehr. Also auch ihr seid darauf angewiesen, dass es einfach neue Einkömmlinge gibt. Und ich würde an dieser Stelle noch ergänzen, dass wenn ihr die Möglichkeit habt, euren Studiengang und die Hochschule mitzugestalten, dann nutzt das auf jeden Fall auch. Also das ist was ganz Besonderes an dieser Hochschule, die Möglichkeit zur Partizipation der Studierenden. Und lasst euch das nicht entgehen, sondern wirkt mit, erhebt eure Stimme und sagt, was ihr braucht, damit ihr ordentlich studieren könnt. Bei mir war es auch so, dass ich tatsächlich erstmal klein angefangen habe im Fachschaftsrat. Ich habe da schon super viele neue Leute kennengelernt. Das hat halt wirklich den Start an der Hochschule auch nochmal erleichtert. Genau, dann ging es eben weiter zum AStA, da hat man dann wieder neue Leute kennengelernt und es ist einfach super spannend, den Studierenden was zurückzugeben, einfach das Studium ein bisschen interessanter auch zu machen, also einfach ein bisschen spaßiger. Genau, und vor allem eben die Hochschulpolitik mitzugestalten, die eigene Lehre und ja. Ja, wir haben ja gerade schon gehört, ein Teil des Semesterbeitrags wird für die Arbeit der studentischen Gremien, insbesondere des AStA, verwendet. Ein Teil des Semesterbeitrags geht aber auch an die Studierendenwerke beziehungsweise in Köln an das Kölner Studierendenwerk, kurz Werk. Und ich begrüße jetzt hier die stellvertretende Leiterin der Unternehmenskommunikation, Cornelia Gericke. Conny, schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Wenn ich auf der Straße gefragt werden würde, was macht denn eigentlich das Werk, dann fiele mir spontan die Mensa ein. Das ist schon mal ein, sage ich mal, ganz guter Ansatz. Aber Kölner Studierendenwerk, kurz auch Werk genannt, das steht im Grunde genommen genau für die 4 Buchstaben, die das Wort Werk beinhaltet. W für Wohnen, E für Essen und Trinken, also Mensen, Bistros, Kaffeebars. Das R steht für Rat, für unsere Beratungsstelle, und das K steht für Kohle wie Geld, BAföG, oder K für Kultur, weil wir auch Kulturangebote für die Studierenden haben, und K für Kids bzw. Kindertagesstätten, zum Beispiel die Campuswerke an der TH an der Mainzer Straße. Dann arbeiten wir doch jetzt mal uns durch die Buchstaben des Werks hindurch, Stichwort Wohnen. Köln als Großstadt leidet seit Jahr und Tag unter Wohnungsmangel. Wie kann das Werk denn helfen, Studierenden, die neu nach Köln kommen? Also wir versuchen zu helfen. Wir haben sehr preisgünstige Wohnungen. 264 € ist es im Durchschnitt halt, also inklusive aller Nebenkosten mit einer Flatrate. Die sind so günstig, sage ich mal, sehr stark nachgefragt werden. Es sind insgesamt 5.000, 10.000 Bewerbungen pro Jahr und nur 3.000 Studierenden können wir halt einen Platz geben davon. Und insbesondere zum Wintersemester ist die Nachfrage extrem hoch. Also was würde ich den Studierenden empfehlen? Zum Beispiel diejenigen, die jetzt vielleicht mit ihrem Semesterticket auch anreisen können, dem würde ich empfehlen, vielleicht die ersten 2 Monate wirklich anzureisen zur Hochschule, um sich dann vielleicht auf die Monate November oder Dezember zu bewerben, weil dann die Chance einfach steigt, wieder einen Wohneinplatz zu kriegen. Stichwort Essen. Also natürlich kann man mit der Multicard, also mit dem Semesterausweis in all unseren Mensen essen, egal. Also die Studierenden der Sporthochschule könnten auch gerne nach Gummersbach reisen, wenn sie vielleicht da ein Radtraining im Bergischen Land oder so absolvieren möchten. Auf jeden Fall, alle Mensen, Bistros, Kaffeebars können genutzt werden. Was auch vielleicht attraktiv ist für die TH-Studierenden, ist die ganz kleine Mensa an der Hochschule, also Kunsthochschule für Medien, gar nicht so weit in der Nähe vom Neumarkt. Wenn man da wohnt in dem Umfeld, ja, herzlich willkommen. Wenn ich Vegetarierin bin oder Veganerin, kann ich dann trotzdem in der Mensa guten Gewissens essen gehen? Auf jeden Fall. Also auch jetzt in dieser Corona-Zeit bieten wir immer 2 warme Gerichte an. Eins davon ist vegan oder vegetarisch und das andere ist halt Fleisch- oder ein Fischgericht. Und dann haben wir meistens auch noch, wenn die Mensen etwas größer sind, auch ein komplettes Salatbuffet. Klar, momentan ist die Auswahl schon etwas eingegrenzt. Das wird wieder mehr halt, wenn es wieder in volle Präsenz geht.
Jetzt haben wir 2 Buchstaben schon abgearbeitet und der dritte ist das R für Rat. Wo hilft das Studierendenwerk? Also das Studierendenwerk hat eine psychosoziale Beratungsstelle, eine psychologische Beratung, dann Sozialberatung und auch eine extra Lernberatung. Um jetzt mal 2 Beispiele zu nennen. Psychologische Beratung, wenn ich Prüfungsangst habe, dann kann man sich an die KollegInnen dort wenden und entweder einzelne Gespräche führen oder man geht vielleicht in einen Workshop, damit dieser Stress abgebaut wird, was einem die Angst dann vor der Prüfung nehmen kann. Und in der Lernberatung, also häufiges Thema, das kennt fast jeder, ist so diese sogenannte Aufschieberitis halt, ne? Ach ja, die Examensarbeit, das dauert noch, ja. Und dann nächste Woche ist aber Abgabetermin. Und damit das gar nicht erst so weit kommt mit so einem großen Stress und Druck, haben wir die Lernberatung. Und dort wird man dann systematisch darauf vorbereitet, auch vielleicht mit anderen Studierenden, wie man das angeht, damit man gar nicht erst in diesen Druck gerät. Also auch da gilt natürlich eben einfach in sich hineinhören und sagen, okay, ich brauche jetzt mal Beratung und Hilfe, um das Ganze frühzeitig anzugehen. Kommen wir auf das Thema K wie Kohle, du hast das vorhin gesagt, oder Thema Finanzen, Finanzierung insgesamt. Auch da spielt das Werk ja eine ganz wichtige Rolle, hat eine ganz wichtige Funktion und Aufgabe. Also die wichtigste Aufgabe ist natürlich, damit Sie unsere Leistung überhaupt in Anspruch nehmen können, eine gute Studienfinanzierung. Und die günstigste Studienfinanzierungsmöglichkeit, also externe, ist einfach einen BAföG-Antrag stellen, das BAföG zu beantragen. Also wenn man zum Beispiel den Höchstsatz bekommt für so ein Bachelorstudium, dann sind das unterm Strich nachher 30.000 €, die man bekommen hat, um studieren zu können. Oder um nicht so einen Riesenstress zu haben, halt eben parallel jobben und studieren. Das verzögert meistens halt das Studium und bringt auch eine Menge Stress zusätzlich halt mit sich. Also das würde ich wirklich jedem empfehlen, weil die 30.000 € muss man auch nicht als Ganzes zurückbezahlen, maximal die Hälfte, das würde heißen in dem Fall 15.000. Aber das BAföG ist auch auf 10.000 € gedeckelt. Das heißt, egal wie viel ich bekomme, ich muss nie mehr als 10.000 € zurückbezahlen. Und je nachdem, was man für ein Examen gemacht hat, kann es auch sein, dass man dann vielleicht sogar noch mehr oder noch weniger Geld zurückbezahlen muss. Also das würde ich in jedem Fall empfehlen. Viele Informationen für die Studierenden, für Studienanfängerinnen und Anfänger nachzulesen, natürlich auch ganz einfach auf der Website. Da ist die Website, auch 4 Buchstaben, diesmal nicht Werk, das war nicht mehr frei, aber kstw.de, da können Sie all die Infos finden. Liebe Studienanfängerinnen und Anfänger, ich hoffe, Sie haben einen ersten Eindruck gewinnen können von den Möglichkeiten Ihres Studiums an der TH Köln, insbesondere auch von den Gestaltungsmöglichkeiten, die die Hochschule Studierenden bietet. Sie haben nun Gelegenheit, an einem Online-Vortrag der zentralen Studienberatung teilzunehmen. Loggen Sie sich einfach direkt ein. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden hier, bei den Organisatorinnen, die diese Videoaufzeichnung vorbereitet haben, auch bei den Menschen hinter der Kamera und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.